Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir diesen Wassermelonenanhänger und bei den Kernen könnt ihr selber entscheiden, ob ihr die so gerade machen möchtet oder durcheinander. Das ist euch überlassen. Das geht wirklich super schnell. Ich zeige euch immer den Anfang und alles, was sich wiederholt, spule ich dann jetzt schneller und wir machen das Schritt für Schritt gemeinsam. Ihr braucht einmal Rot, Weiß und Grün und nach Wahl auch so einen Anhänger. Wenn ihr keinen Schlüsselring da habt, dann könnt ihr auch einfach aus der Wolle eine Luftmaschenkette häkeln und das als Schlaufe ranmachen. Das ist euch überlassen. Wir fangen jetzt direkt an. Ich häkel mit einer 3 mm Häkelnadel. Wir fangen mit Rot an. Wir arbeiten uns von der Mitte nach außen hin. Wir nehmen uns die Wolle, legen es zweimal um die 2 Finger. Wir machen jetzt einen magischen Ring. Gehen dann mit der Häkelnadel hier vorne rein, holen den hinteren Faden raus, holen den Faden und ziehen hier einmal durch die Schlaufe durch. Somit haben wir schon unseren magischen Ring und hier rein werden wir jetzt 6 feste Maschen häkeln. 1, 2, 3 und 6. Somit ist unsere erste Runde schon fertig. Wir ziehen das hier einmal schön fest am kurzen Teil und gehen dann direkt hier in die erste Masche wieder rein. Die zweite Reihe zähle ich jetzt mit, deswegen mache ich jetzt noch keinen Maschenmarkierer ran. Also wir gehen hier in die erste Masche rein. Wir holen den Faden, ziehen einmal raus, machen eine feste Masche und in dieselbe Masche machen wir noch eine zweite feste Masche. Das heißt, diese Reihe werden wir jetzt verdoppeln von 6 auf 12 und machen 2 feste Maschen in jede Masche. Dann gehen wir in die nächste Masche rein, machen da die dritte und die vierte feste Masche. In die nächste Masche 5 und 6. In die nächste Masche 7 und 8. In die nächste 9 und 10 und in die letzte, die 11. und die 12. feste Masche. Somit ist Runde 2 auch fertig. Maschenmarkierer kann jetzt hier ran. Und jetzt sind wir in der dritten Runde und hier verdoppeln wir jede zweite Masche. Das heißt, in die nächste einfach nur eine und dann immer in die zweite 2 feste Maschen. In ein und dieselbe Masche. Dann wieder nur eine, dann wieder 2 und das bis zum Ende der Reihe, bis zum Maschenmarkierer im Wechsel einmal eine Masche und einmal 2 feste Maschen. Wir sind am Ende der dritten Reihe angekommen. So sieht es jetzt aus. Maschenmarkierer kann nach oben. Und jetzt sind wir in Reihe 4. In Reihe 4 verdoppeln wir jetzt jede dritte Masche. 1 und 2. Und in die dritte kommen dann 2 feste Maschen. Dann wieder einzeln 2 Stück und dann in die dritte wieder 2 feste Maschen und das auch bis zum Ende der Reihe, immer jede dritte verdoppeln. Am Ende der vierten Reihe angekommen. Maschenmarkierer kann wieder nach oben. Jetzt sind wir in Reihe 5 und auch hier werden wir jede dritte verdoppeln.
wieder in die nächsten beiden, nur 2 einzelne feste Maschen. Und immer in die dritte kommt 2 feste Maschen. Und das auch die ganze Runde entlang. Am Ende der 5. Reihe angekommen, Maschenmarkierer wieder nach oben. Und jetzt sind wir in Reihe 6 und hier werden wir jetzt noch eine letzte Runde mit Zunahmen häkeln und dann wechseln wir die Farbe. Auch hier in der 6. Runde werden wir jede dritte verdoppeln. 1, 2 und die dritte verdoppeln. Das auch bis zum Ende der Reihe und dann machen wir den ersten Farbwechsel. Wir sind jetzt am Ende der 6. Reihe angekommen, so sieht es aus. Jetzt machen wir den Farbwechsel und zwar nehmt ihr euch jetzt die Farbe, die ihr möchtet, weiß, beige, das ist alles euch überlassen. Wir tun es auf die Häkelnadel, drehen es einmal, ziehen hier durch die rote Schlaufe durch und ziehen dann rot fest, halten das hinten auch fest und wir werden jetzt ganz normal weiter häkeln. Und zwar werden wir jetzt auch die nächsten beiden Runden mit weiß häkeln und auch immer die dritte Masche verdoppeln. Ich mache hier jetzt einmal die ersten beiden und in die dritte machen wir wie gewohnt 2 feste Maschen rein. Dann können wir das hier hinten alles auch fester ziehen und rot können wir jetzt auch abschneiden. Das brauchen wir nicht mehr. Maschenmarkierer kann nach dieser Runde nach oben. Jetzt erkennen wir ja, wo die Runde aufhört. Und so machen wir das erstmal bis zum Ende der Reihe. Wir sind jetzt am Ende der 7. Reihe hier angekommen, die erste Reihe mit weiß. Hier werde ich jetzt noch mal eine feste Masche machen. Und das Spielchen geht von vorne los hier. In der 8. Reihe machen wir auch noch mal die weiße Runde und auch jede dritte verdoppeln. Und dann machen wir wieder unseren Farbwechsel und sind bald fertig. Und das auch bis zum Ende dieser Runde. Jetzt wäre es natürlich sinnvoll, hier einen Maschenmarkierer ranzumachen. Sonst erkennen wir gar nicht, wo es ist. So, und das machen wir jetzt bis zum Ende der Reihe. Wir sind am Ende der 2. Reihe mit weiß jetzt angekommen. Wir machen den nächsten Farbwechsel. Maschenmarkierer mache ich jetzt erstmal ab. Dann nehmt ihr euch eure grüne Farbe, legt es auf die Häkelnadel, dreht es einmal, zieht durch weiß hier einmal durch und das Weiße können wir jetzt festziehen und jetzt werden wir keine Zunahmen mehr machen. Jetzt werden wir einfach nur 2 Runden lang mit grün feste Maschen häkeln. Einfach eine feste Masche in jede Masche, keine Zunahme, keine Abnahme. Das Ende dieser Reihe kann man ja gleich gut erkennen. Dann machen wir einen Maschenmarkierer ran und machen eine zweite Runde mit grün und nur festen Maschen ohne Zunahmen. Und dann sehen wir uns gleich noch mal wieder.
So, wir haben jetzt 2 Reihen mit Grün auch gehäkelt. Jetzt schneiden wir unseren Faden etwas länger ab, weil mit der Wolle werden wir jetzt gleich die Ränder zuhäkeln. Dann ziehen wir das hier einmal raus. Unser Maschenmarkierer kann auch schon mal raus. Wir werden das gleich so zusammenklappen und werden das dann gleich an den Rändern vernähen. Aber davor machen wir jetzt noch unsere Kerne rein. Dafür macht ihr euch schwarze Wolle auf die Vernähnadel. Macht am Ende einfach 2-3 Knoten rein. Und das ist jetzt hier bei mir die Außenseite nachher. Das heißt, ich werde hier jetzt auch von drinnen anfangen. Und hier ist eure Mitte, das kann man gut erkennen. Jetzt könnt ihr das so machen, wie ihr möchtet. Entweder so nebeneinander oder durcheinander. Da gehe ich jetzt einmal hier rein. Von der Seite, die nachher innen ist. Und werde ich von hier einfach wieder nach innen gehen und dann wieder von der Innenseite. Und das mache ich jetzt auf beiden Seiten so. So sieht das denn aus. Die restlichen Kerne mache ich denn jetzt einmal im Schnelldurchlauf. Und dann zeige ich euch noch, wie wir das jetzt einmal verschließen. Die Kerne wären jetzt auch erledigt und jetzt machen wir die restliche grüne Wolle auf unsere Vernähnadel und fangen hier jetzt an der Seite an. Wir gehen hier einfach durch eine Masche auf der einen Seite und durch die andere Masche auf der anderen Seite, ziehen den Faden einmal durch und ziehen es fest. Dann wieder von der Seite und von der anderen Seite. Den Faden lege ich mir hier oben drauf und ziehe es wieder fest. Und das machen wir jetzt eine ganze Weile entlang und bevor wir das ganz verschließen, machen wir noch Füllwatte rein. Und dann fehlt gleich nur noch der Anhänger bzw. die gehäkelte Schlaufe. Und dann sind wir gleich am Ende schon angelangt. Das geht wirklich super schnell und sieht absolut schön aus. Ist ein schöner Hingucker auch. Ich werde das nachher auch an meinem Schlüsselanhänger ranmachen. Ich mache jetzt noch dieses kleine Stückchen hier weiter und bevor ich hier diesen Rest verschließe, mache ich Füllwatte rein und verschließe hier den Rest. Und mit dem Restfaden, was hier nachher noch übrig bleibt, machen wir dann die Schlaufe bzw. den Anhänger ran. Wir sind jetzt am Ende angekommen. Ihr könnt das natürlich so stopfen, wie ihr möchtet, voller oder auch weniger. Und jetzt habe ich hier natürlich noch Restfaden übrig, bin aber hier am Ende. Wir haben es komplett geschlossen. Jetzt nehme ich mir hier meinen Schlüsselring und gehe hier einfach auf der untersten Seite hier rein und werde das hier jetzt direkt an die Wassermelone ran vernähen. So, und mit dem restlichen gehe ich hier noch ein paar Mal durch das Grüne durch, dann ist es noch ein bisschen sicherer. Und jetzt können wir unseren Faden auch abschneiden. Und wir sind jetzt fertig mit unserem Schlüsselanhänger. Der ist wirklich super süß. Bei mir ist der jetzt ein bisschen kleiner gewesen, der ein bisschen größer. Das kommt auf die Wolle drauf an und wie fest ihr häkelt oder locker ihr häkelt.
Die Kerne könnt ihr, wie gesagt, selber machen, wie ihr das möchtet. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Mithäkeln und Nachhäkeln. Dann sehen wir uns die Tage auch schon bei einem neuen Video. Teilt gerne das Video mit Freunden und Bekannten und bis dahin.